Diese Voraussetzung oder das Fundamentalpostulat lautet: Wenn es einen persönlichen Gott gibt, so ist er nicht unmittelbar bei der natürlichen Kausalität beteiligt. Es wird angenommen, dass er als allererste Ursache keine andere Beziehung zu sekundären Ursachen haben kann, als dass er die letzteren beim ersten Anfang als ein großes Maschinenwerk von natürlicher Kausalität, das unter allgemeinen Naturgesetzen arbeitet, in Gang gebracht hat. Allerdings die Theorie des Deismus, welche mehr oder weniger diese Voraussetzung eines Deus ex machina vertritt, ist im Laufe dieses Jahrhunderts mehr und mehr von dem Theismus verdrängt worden, welcher auch in etwas undefinierbarer Weise die Lehre von der Immanenz Gottes in der Natur der Übersetzer vertritt, sowie von dem Pantheismus, welcher diese letztere Doktrin ausdrücklich unter gänzlichem Ausschluss ihres Gegenteils aufrecht hält. Aber der Theismus hat sie bis jetzt noch nicht hinreichend oder in dem Maße vertreten, wie es die bloße Logik des Gegenstandes erfordert, während der Pantheismus nur selten die gegnerische Doktrin von der Persönlichkeit oder die mögliche Vereinigung der Immanenz mit der Persönlichkeit in Betracht gezogen hat. Die Absicht dieses Buches ist es nun, eingehender als es bisher geschehen ist, die Möglichkeit dieser Vereinigung zu beweisen, denn ich will zeigen, dass wir, wenn wir alle Vorurteile und Gefühle beiseite legen und der reinen Vernunft bis zu ihrem logischen Endziel folgen, nur zu folgendem Schluss gelangen können: Wenn es einen persönlichen Gott gibt, so ist kein Grund vorhanden, warum er der Natur nicht immanent sein sollte, oder warum nicht alle Kausalität der unmittelbare Ausdruck seines Willens sein sollte. Jeder anwendbare Beweisgrund führt zu dem Schluss, dass Gott wahrscheinlich der Natur immanent ist. Wenn das der Fall ist und wenn sein Wille konsequent ist, so muss alle natürliche Kausalität notwendigerweise als mechanisch erscheinen. Es ist daher kein Beweis gegen den göttlichen Ursprung eines Dinges, eines Ereignisses usw., wenn man nachweist, dass es natürlichen Ursachen zuzuschreiben ist. Nachdem ich in Kürze über A, B, C und D gesprochen, will ich zeigen, dass die praktisch wichtigste dieser 4 Folgerungen ist. Denn die Fundamentalvoraussetzung, welche ich vorhin erwähnte, ist ihr geradezu entgegengesetzt. Ob stillschweigend oder ausgesprochen, stets wurde bei dem Streit zwischen Naturwissenschaft und Religion auf beiden Seiten angenommen, dass diese oder jene Erscheinung, sobald sie durch natürliche Ursachen erklärt worden ist, Gott nicht mehr direkt zugeschrieben werden könnte. Der Unterschied zwischen natürlich und übernatürlich ist auf beiden Seiten immer als unbestreitbar richtig angesehen worden und diese fundamentale Übereinstimmung machte als Boden des Schlachtfeldes den Kampf überhaupt erst möglich. Hierin liegt auch die Veranlassung zu allen früheren und zu allen möglicherweise noch kommenden Niederlagen der Religion. Die wahre Religion zieht freilich daraus die Lehre, dass in ihrer Kampfesmethode etwas nicht ganz richtig ist, und manche von ihren Streitern erwachen jetzt auch zur Erkenntnis der Tatsache, dass hier ihr Irrtum liegt, wie sie in der Vergangenheit auch ihren Irrtum erkannten, wenn sie die Bewegung der Erde, das Alter der Erde und die Entstehung der Arten durch Entwicklung leugneten. Aber niemand, selbst keiner von ihren Obersten und Generälen, hat seinen Vorteil bis zu den äußersten Konsequenzen verfolgt. Das will ich nun tun. Der logische Vorteil liegt ganz klar auf ihrer Seite, und es ist ihr eigener Fehler, wenn sie nicht den endgültigen Sieg errungen haben, nicht allein gegenüber der Naturwissenschaft, sondern auch gegenüber dem geistigen Dogmatismus in jeder Form. Dieser kann auf der ganzen Linie geschlagen werden, denn die Naturwissenschaft ist nur das systematische Studium der natürlichen Kausalität, und wenn die Erfahrung jedes menschlichen Wesens zu einem Dogmatismus rein geistiger Art führt, so geschieht dies deshalb, weil es auch jenes in Frage stehende Fundamentalpostulat vertritt. Der Einfluss der Gewohnheit und der Mangel an Einbildungskraft ist hierbei sehr wichtig. Aber immer sollte man als Antwort die weitere Frage erörtern: Worin besteht das Wesen der natürlichen Kausalität? Nun möchte ich die Konsequenzen dieser Antwort bis zu ihrem letzten logischen Schluss verfolgen, denn niemand, selbst der Rechtgläubigste, hat bis jetzt diese Lehre der Religion in ihrer ganzen Fülle erfasst. Man gönnt sozusagen, soweit es angeht, Gott seine eigene Welt nicht. So wenn man von dem natürlichen Wachsen des Christentums aus den früheren Religionen heraus oder von der natürlichen Verbreitung desselben oder von der natürlichen Bekehrung des Paulus und so weiter spricht.
Man nimmt noch immer auf beiden Seiten an, dass eine Erscheinung, um göttlich zu sein, etwas Unerklärliches oder Wunderbares haben muss. Naturwissenschaft und Religion haben immer nur auf dem Boden jener gemeinsamen Voraussetzung und um die Frage gekämpft, ob die Ursache dieser oder jener Erscheinung natürlich oder übernatürlich war. Denn selbst der Streit um den Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Heiliger Schrift dreht sich schließlich um die Annahme, dass die Inspiration, angenommen, sie ist echt, in Bezug auf ihre Kausalität übernatürlich ist. Man gebe nur einmal zu, dass sie natürlich ist, und jeder mögliche Grund zum Streit ist beseitigt. Ich kann es wohl verstehen, weshalb der Unglaube die in Frage stehende, grundlegende Annahme macht, weil nämlich seine ganze Sache auf ihr beruhen muss. Aber es ist sicher an der Zeit, dass die Theisten diese Annahme aufgeben. Der angebliche Unterschied zwischen natürlicher und übernatürlicher Kausalität zeigt sich ohne Zweifel schon im Aberglauben der vorgeschichtlichen Zeit und ist in der geschichtlichen Zeit infolge des unbestimmten Gefühls, dass Gottes Wirken geheimnisvoll sein müsse und dass das Gebiet der Religion daher im Übersinnlichen liege, fortdauernd angenommen worden. Nun ist es ja nur zu wahr, dass das Endliche das Unendliche nicht begreifen kann, daher ist dies in Frage stehende Gefühl logisch ganz berechtigt. Aber unter dem Einfluss dieses Gefühls haben die Menschen immer den Trugschluss gezogen, dass eine Erscheinung dadurch, dass sie in Ausdrücken der natürlichen Kausalität erklärt worden ist, vollständig erklärt sei. Dabei wird vergessen, dass sie nur insoweit erklärt worden ist, als jene Kausalität in Betracht kommt, und dass die eigentliche Frage nach der letzten Ursache dadurch nur aufgeschoben worden ist. Und sicherlich liegt dahinter ein unendliches Mysterium, welches auch den tiefsten Mystiker befriedigen muss. Selbst Herbert Spencer gibt zu, dass alle natürliche Kausalität im letzten Grade unerklärbar ist. Im Grunde genommen ist der Fortschritt der Naturwissenschaft weit davon entfernt gewesen, die Religion zu schwächen. Er hat sie im Gegenteil außerordentlich gekräftigt, denn er hat die Gleichförmigkeit der natürlichen Kausalität bewiesen. Die sogenannte natürliche Sphäre ist auf Kosten der übernatürlichen gewachsen. Das ist allerdings unfraglich, aber wenn dies auch den auf niedrigeren Kulturstufen stehenden Menschen immer als eine der Religion feindselige Tatsache erscheinen muss, so sollten wir jetzt doch erkennen, dass es gerade umgekehrt ist, weil diese Tatsache ja nur jenen in Frage stehenden aus naivem oder unentwickeltem Verständnis entspringenden Unterschied aufhebt. Es ist wirklich sonderbar, wie lange diese Ansicht geherrscht hat, oder woher es kommt, dass die befähigsten Männer aller Generationen ruhig angenommen haben, dass wir alles über eine Naturerscheinung wissen, wenn wir ihre natürliche Ursache kennen, oder dass wir die Naturerscheinung damit sozusagen ganz der Sphäre des Mysteriums entrückt hätten, während wir sie in der Zeit nur in ein noch viel größeres Mysterium als vorher gesenkt haben. Aber die Antwort auf unsere erstaunte Frage, wie diese Ansicht so lange herrschen konnte, ergibt sich aus der großen Macht der Gewohnheit, welche hier die Vernunft geradezu totzuschlagen scheint, und je mehr sich jemand mit natürlichen Ursachen beschäftigt, zum Beispiel mit Naturforschung, desto größer wird die Sklaverei der Gewohnheit, bis der Betreffende endlich den wirklichen Stand dieser Frage geradezu nicht mehr zu erkennen imstande zu sein scheint, indem er jedes vernünftige Nachdenken darüber als fantastisch betrachtet, so dass der Ausdruck metaphysisch selbst in seiner etymologischen Bedeutung als übersinnlich oder jenseits der natürlichen Kausalität liegend aufgefasst und dadurch zu einem Ausdruck des Teils in Bezug auf die Vernunft wird. Offenbar hat sich solch ein Mann als ganz unfähig erwiesen, irgendeines der höchsten Probleme, welche die Natur oder der Mensch darbietet, vernünftig zu behandeln. Bei einer logischen, berechtigten Theorie des Theismus kann der Unterschied zwischen natürlich und übernatürlich, wie er gewöhnlich gemacht wird, auf keinen Fall aufrecht gehalten werden, denn nach jener Theorie ist alle Kausalität nur die Wirkung des göttlichen Willens, und wenn wir dabei irgendeinen Unterschied zwischen unmittelbarer und mittelbarer Wirkung machen wollen, so können wir dies nur im Verhältnis zum Menschen, das heißt zu unserer Erfahrung, gelten lassen. Denn offenbar würde es mit dem reinen Agnostizismus ganz unvereinbar sein, wollten wir annehmen, dass wir in Bezug auf das göttliche Wirken selbst einen solchen Unterschied machen dürfen. Selbst abgesehen von der Theorie des Theismus muss der reine Agnostizismus anerkennen, dass der richtige Unterschied nicht dazwischen natürlich und übernatürlich, sondern zwischen erklärlich und unerklärlich ist,
und jene Ausdrücke bedeuten das, was solchen Ursachen zuzuschreiben bzw. nicht zuzuschreiben ist, die innerhalb des Bereichs menschlicher Beobachtung liegen. Der Unterschied liegt in Wirklichkeit also nur zwischen den der Beobachtung zugänglichen und den ihr nicht zugänglichen Kausalprozessen des Weltalls. Da die Naturwissenschaft wesentlich im Erklären ihre Aufgaben findet, so ist ihre Arbeit notwendigerweise auf die Sphäre der natürlichen Kausalität beschränkt. Jenseits dieser Sphäre, das heißt der sinnlichen, kann sie nichts erklären. Selbst wenn sie imstande wäre, von jedem Dinge die natürliche Kausalität zu erklären, so würde sie doch unfähig sein, den letzten Grund des Seins irgendeines Dinges oder einer Erscheinung anzugeben. Es ist nicht meine Absicht, hier eine Abhandlung über die Natur der Kausalität zu schreiben oder die vielen Theorien zu erörtern, welche von den Philosophen über diesen Gegenstand aufgestellt worden sind. Dies Versuchen würde in der Zeit nichts weniger bedeuten als eine Geschichte der Philosophie selbst schreiben. Dennoch ist es für meinen Zweck notwendig, einige Bemerkungen hinsichtlich der hauptsächlichsten Gedanken über diesen Gegenstand zu machen. Die beachtenswerte Natur der Tatsachen. Beachtenswert sind folgende Tatsachen deshalb, weil sie bei jeder menschlichen Erfahrung zu beobachten sind. Alles, was geschieht, hat eine Ursache. Dasselbe Ereignis hat stets dieselbe Ursache oder dasselbe Konsequenz hat dasselbe Antizidenz. Einzig und allein die Vertrautheit mit dieser bedeutsamen Tatsache bewirkt, dass darüber nicht allgemein Verwunderung entsteht, denn ungeachtet aller Theorien über sie hat doch noch niemand wirklich bewiesen, warum es so ist. Dass dieselben Ursachen stets dieselbe Wirkung haben, ist ein Satz, der die Fundamentaltatsache unseres Wissens ausdrückt. Aber die Kenntnis dieser Tatsache ist durchaus Erfahrungssache, wir können keinen Grund angeben, warum es eine Tatsache sein muss. Wenn es keine Tatsache wäre, so würde es zweifellos keine sogenannte Naturordnung geben und folglich auch keine Philosophie, keine Naturwissenschaft und vielleicht, wenn die Unregelmäßigkeiten häufig genug vorkämen, überhaupt keine Möglichkeit menschlicher Erfahrung. Aber obgleich dies sehr leicht zu zeigen ist, so beweist es doch keineswegs, weshalb dieselben Ursachen immer dieselben Wirkungen haben. Dass unsere Kenntnis der in Frage stehenden Tatsache nur erfahrungsmäßig ist so offenbar, dass sogar einige unserer größten Denker, wie Mill und Hume, nicht die intellektuelle Nötigung bemerkt haben, dass man über die erfahrungsmäßige Kenntnis der Tatsache hinausgehen muss, um eine Erklärung von ihr selbst zu erlangen. Daher bieten sie der Welt eine ganz nichtssagende oder bloß tautologische Theorie der Kausalität, nämlich jene von der Gleichmäßigkeit der Wirkungen im Bereich der menschlichen Erfahrung. Wenn man von meiner Theorie der Kausalität sagen sollte, dass sie das Übernatürliche und Geistige natürlich oder materiell auffasse, wie es wohl die meisten Orthodoxen denken werden, so lautet meine Antwort darauf: Tieferes Nachdenken wird zeigen, dass man sie wenigstens ebenso gut von dem entgegengesetzten Gesichtspunkt aus auffassen kann, nämlich, dass sie sich das Natürliche übernatürlich vorstellt oder das Materielle vergeistigt. Und ein reiner Agnostiker sollte am wenigsten gegen eine von diesen beiden Anschauungsweisen etwas einwenden. Wenn die reine Vernunft bei der Sache überhaupt etwas zu sagen hat, so sollte sie der Auffassung zuneigen, dass meine Doktrin das Materielle vergeistigt, weil es durchaus gewiss ist, dass wir nichts vom Wesen der natürlichen Kausalität wissen können, ebenso wenig wie von ihrem Dasein, es sei denn, dass wir von unseren eigenen Willensäußerungen ausgehen. Der freie Wille. Nachdem ich alles über den freien Willen gelesen habe, was überhaupt des Lesens wert ist, will es mir scheinen, dass sich die Hauptergebnisse und ihre logischen Schlussfolgerungen in folgende kurze Sätze zusammenfassen lassen. 1. Ehe ein Schriftsteller sich überhaupt mit diesem Gegenstand beschäftigt, sollte er sich des Hauptunterschieds zwischen der bloß rechtlichen und der moralischen Verantwortlichkeit voll bewusst werden, sonst verfehlt er den Kernpunkt der Frage. Niemand fragt nach der offenkundigen Tatsache der rechtlichen Verantwortlichkeit. Die Frage betrifft allein die moralische, und doch rührt die große Masse der Literatur über den freien Willen und die Naturnotwendigkeit daher, dass die Streitenden auf beiden Seiten diesen Fundamentalunterschied nicht erkennen, und das passiert selbst so bedeutenden Männern wie Spencer, Huxley und Clifford. 2. Die Hauptfrage ist, ob der Wille eine Ursache hat oder nicht. Denn wie auch immer diese Hauptfrage durch die aus ihr entspringenden Fragen verdunkelt werden mag, diese Folgefragen stehen und fallen mit ihr.
3. Folglich, wenn die Anhänger der Willensfreiheit zugeben, dass Kausalität und Wille zusammengehören, so geben sie damit, so sehr sie sich auch drehen und wenden, doch ihre Stellung auf der ganzen Linie auf, wenn sie nicht auf die weiter zurückliegende Frage nach dem Wesen der natürlichen Kausalität eingehen wollen. Es kann nun bewiesen werden, dass diese weiter zurückliegende Frage wissenschaftlich nicht zu beantworten ist. Daher können beide Parteien die natürliche Kausalität als unbekannte Größe mit x bezeichnen. 4. Daher sollten beide Parteien einsehen, dass sich die ganze Streitfrage in die folgende zuspitzt: Wird der Wille durch jenes x bestimmt oder nicht? Das mag, ich gebe es zu, als eine für eine Debatte unfruchtbare Frage erscheinen, aber sie bleibt doch als einzige, tatsächliche Streitfrage übrig. Also noch einmal, bestimmt sich der Wille selbst oder wird er bestimmt, nämlich von außen? 5. Wenn er von außen hier bestimmt wird, bleibt dann noch irgendein Spielraum für die Freiheit in dem Sinne, wie es nötig ist, um die Lehre von der moralischen Verantwortlichkeit zu retten? Ich denke, die Antwort müsste ein entschiedenes Nein sein. 6. Aber wohl beachtet, es ist nicht ein und dasselbe, ob wir fragen, wird der Wille nur von außen bestimmt? Oder wird der Wille nur von natürlicher Kausalität x bestimmt? Denn die unbekannte Größe x kann sehr gut noch ein x1 in sich schließen, wenn wir unter x1 alle die unbekannten Nebeneigenschaften der einzelnen Persönlichkeit verstehen. 7. Daher gewinnen die Deterministen keinen Vorteil über ihre Gegner, wenn sie den wohlmöglichen, heute aber noch unmöglichen, Nachweis dafür führen, dass alle Willensakte von der natürlichen Kausalität bedingt werden, es sei denn, dass sie die Natur der Letzteren aufdecken und zeigen können, dass sie ihre Schlussfolgerungen unterstützt. Soviel wir wissen können, mag der Wille sehr wohl in dem verlangten Sinn frei sein, selbst wenn alle seine Handlungen durch jenes x bedingt werden. 8. Insonderheit könnte, soviel wir wissen können, alles durch das x1 bedingt sein, das heißt, alle Kausalität könnte die Natur des Willens haben, wie es in der Zeit viele Systeme der Philosophie behaupten, und daraus würde folgen, dass jeder menschliche Wille die Natur einer ersten Ursache hat. Zur Unterstützung dieser Möglichkeit mag bemerkt werden, dass die meisten Philosophen in Bezug auf das X zu der Theorie einer Causae causarum gelangt sind. 9. Nun liegt ein Einwand nahe, nämlich, bei einer Mehrzahl von ersten Ursachen, von denen jede Quelle und Ursprung eines neuen und nie versiegenden Stromes von Kausalität wäre, müsste der Kosmos früher oder später durch die haufenweise Kreuzung der Ströme ein Chaos werden. Die Antwort darauf ist in der Theorie des Monismus zu finden. 10. Indessen bleibt noch die letzte Schwierigkeit, welche ich in meiner Abhandlung Die Welt als ein Ejekt geschildert habe, aber sie verliert sich wieder in dem Mysterium der Persönlichkeit, welche nur als eine unerklärbare und anscheinend letzte Tatsache bekannt ist. 11. So muss also die allgemeine Schlussfolgerung in der ganzen Frage sein, reiner Agnostizismus. 4. Der Glaube. Der Glaube unterscheidet sich in seiner religiösen Bedeutung nicht allein von Meinung, das heißt von einem Glauben, der sich nur auf Vernunft gründet, dadurch, dass zu dieser noch ein geistliches Element hinzukommt. Er unterscheidet sich auch von dem Glauben, der auf Affekten beruht, dadurch, dass er einer aktiven Mitwirkung des Willens bedarf. So sind also alle Seiten des menschlichen Geistes im Begriff des Glaubens enthalten: Verstand, Gemüt und Wille. Wir glauben an die Entwicklungslehre nur aus Gründen des Verstandes. Wir glauben an die Liebe unserer Eltern, Kinder und so weiter fast oder gar ausschließlich aus, ich nenne es, geistlichen Gründen, das heißt aus Gründen der inneren Erfahrung, denn dazu haben wir keine Ausübung weder der Vernunft noch des Willens nötig. Aber niemand kann an Gott oder gar Christus glauben ohne eine ernste Anstrengung des Willens. Dies halte ich für eine Tatsache, mag es nun einen Gott oder Christus geben oder nicht. Man beachte es wohl, der Wille ist vom Wunsch zu unterscheiden. Es ist ganz gleichgültig, was die Psychologen darüber sagen. Ob sich der Wunsch vom Willen seinem Wesen oder nur dem Grade nach unterscheidet, ob der Wille sozusagen ein aktiver Wunsch und der Wunsch bloß ein beginnender Wille ist, das sind Fragen, um die wir uns nicht zu kümmern brauchen, denn es gibt sicherlich Agnostiker, welche viel lieber Theisten sein würden und Theisten, welche alles, was sie besitzen, hingeben würden, um Christen sein zu können, wenn es möglich wäre, dass sie sich diese Beförderung etwa durch Kauf, das heißt durch einen einzelnen Willensakt, aneignen könnten.